Die äthiopisch-orthodoxe Kirche sagt, es gibt kein großes Mysterium. Die Kirchen von Lalibela wurden von Engeln erbaut. Im Laufe der Geschichte gab es zahlreiche Interpretationen und Kontroversen rund um die Bibel, doch eine Version sticht besonders hervor durch ihren einzigartigen Inhalt und ihren rätselhaften Charakter, die äthiopische Bibel. Dieser ehrwürdige Text, der für die äthiopisch-orthodoxe Tewahedo-Kirche von zentraler Bedeutung ist reich an mystischen Geschichten und prophetischen Offenbarungen. Im Gegensatz zu den Bibeln des westlichen Christentums oder dem jüdischen Tanach umfasst die äthiopische Bibel einen deutlich weiteren Kanon. Sie enthält mehrere Bücher, die in anderen Traditionen ausgeschlossen wurden. Welche verbotenen Texte enthält also die äthiopische Bibel? Und worin unterscheiden sie sich von den Schriften, die uns vertraut sind? Taucht mit uns ein in die faszinierende Welt der umstrittenen äthiopischen Bibel, mit ihren verbotenen Texten, die in den uns bekannten Schriften fehlen. Äthiopiens heilige Schriften. Die äthiopische Bibel gilt als eines der mysteriösesten und umstrittensten Bücher, die je existiert haben. Äthiopien selbst ist reich an rätselhaften Geschichten und Legenden, die sich nur schwer erklären lassen, doch das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Das Land kann auf eine der ältesten Zivilisationen der Welt zurückblicken und ist das einzige afrikanische Land, das niemals kolonisiert wurde. Dieses reiche Erbe erlaubt es den Äthiopiern, ihre Abstammung bis auf Ham, einen der Söhne Noahs, zurückzuführen, eine Linie, die sogar in jüdischen Traditionen anerkannt wird. Zu den Schätzen Äthiopiens gehören einige der ältesten Bibelrollen der Welt, die noch vor der berühmten King James Bibel entstanden sind. Das genaue Datum der Entdeckung der äthiopischen Bibel ist unklar, doch sie erlangte breitere Bekanntheit durch die Historikerin Beatrice Plain, die sie 1950 in ihrem Buch The Garima Gospels erwähnte. Diese uralte Bibel ist nach dem Mönch Garima benannt, der das Werk um das Jahr 494 nach Christus aus Konstantinopel mitgebracht und in Äthiopien niedergeschrieben haben soll. Sie besteht aus 3 Manuskripten, die auf 2 Bände verteilt sind, jeder etwa 10 Zentimeter dick. Der erste Band, Garima I, hat einen Kupferdeckel, der zweite Band, Garima II, einen Silberdeckel. Zusammen umfassen beide Bände rund 400 Seiten. Im Gegensatz zur King James Bibel mit ihren 66 Büchern enthält die äthiopische Bibel 88 Bücher, darunter mehrere Werke, die in anderen christlichen Traditionen nicht vorkommen. Sie umfasst Schriften des Alten und Neuen Testaments sowie bisher unbekannte Rollen. Bemerkenswerterweise existierten diese uralten Texte bereits lange, bevor das Christentum im 4. Jahrhundert offiziell in Äthiopien eingeführt wurde. Dies zeigt, das Christentum war in Äthiopien keine von außen aufgezwungene Religion. Seit dem 4. Jahrhundert hat das Land stolz seine Identität als christliche Nation bewahrt. Die Vergangenheit bewahren. Die christliche Tradition Äthiopiens reicht weit zurück in die Geschichte. Bereits im 6. Jahrhundert berichtete der ägyptische Reisende, Mönch und Historiker Kosmas Indikopleustis von einem blühenden christlichen Reich. Bei seinem Besuch in Äthiopien beschrieb er ein gastfreundliches Land, das unzähligen christlichen Flüchtlingen Zuflucht gewährt hatte, Menschen, die vor Verfolgung in feindlichen Königreichen geflohen waren. Die äthiopische Überlieferung geht noch weiter und behauptet, dass bestimmte Stämme innerhalb ihrer Grenzen den christlichen Gott bereits seit 3500 Jahren verehren. Sollte das stimmen, stünde die äthiopisch-orthodoxe Kirche, vor Ort auch Tewahedo-Kirche genannt, an vorderster Front des Christentums. Dies stellt die weit verbreitete Annahme in Frage, die vor allem von den Mainstream-Medien verbreitet wird, dass die katholische Kirche die älteste organisierte christliche Institution der Welt sei. Doch die äthiopische Bibel birgt noch eine weitere faszinierende Ebene. Im Gegensatz zur hebräischen Bibel, der lateinischen Vulgata oder der King James Version ist sie in Ge'ez verfasst, einer alten äthiopischen Sprache. Anders als bei den anderen Bibeln, von denen zahlreiche Kopien existieren, gibt es von der äthiopischen Bibel nur ein einziges bekanntes, vollständiges Exemplar. Dieses einzigartige Schatzstück wird streng bewacht in einem Kloster, das auf einem Berghang in den Tigray-Hochlanden liegt, etwa 2100 Meter über dem Meeresspiegel. Im Laufe der Geschichte sah sich Äthiopien zahlreichen Bedrohungen ausgesetzt, muslimische Invasionen, die italienische Besatzung und sogar ein verheerender Brand, der die Klosterkirche zerstörte. Dennoch hat die äthiopische Bibel all diese Prüfungen überstanden.
Im Jahr 2010 griff der Ethiopian Heritage Fund ein, eine Organisation, die sich der Erhaltung äthiopischen Kulturerbes widmet, und begann mit der Restaurierung. Der erfahrene Buchbinder Lester Capon reiste für 3 Wochen in das abgelegene Kloster. Seine Aufgabe war es, die Bindung vorsichtig zu erneuern und die alten Seiten behutsam zu reinigen. Doch aufgrund der tiefen Ehrfurcht der Mönche vor dem heiligen Text musste er unter ungewöhnlichen Bedingungen arbeiten. Er war gezwungen, im Freien zu arbeiten und durfte nur die Werkzeuge benutzen, die er selbst mitgebracht hatte. Die Hingabe der Mönche sorgte dafür, dass die Bibel stets in ihrem Blickfeld blieb. Ausgegrenzte Schriften. Die äthiopische Bibel nimmt einen einzigartigen Platz im Christentum ein, und ihre Geschichten sind eng mit der reichen Geschichte des Landes verwoben. Ein zentraler Text der äthiopischen Tradition ist das Kebra Nagast, das Buch der Herrlichkeit der Könige. Es gilt als heiliges Buch und erzählt eine faszinierende Geschichte, die bis ins 10. Jahrhundert vor Christus zurückreicht. Demnach machte sich eine legendäre äthiopische Herrscherin auf den Weg nach Jerusalem, um die Weisheit des berühmten Königs Salomo zu suchen. Diese Herrscherin wird oft mit der Königin von Saba gleichgesetzt, einer Gestalt, die auch in der hebräischen Bibel erwähnt wird. Das Kebra Nagast vertieft diese Begegnung und berichtet von einer romantischen Verbindung zwischen den beiden Monarchen, aus der ein Sohn namens Menelik hervorging. Die Geschichte erzählt weiter, wie die Königin von Saba mit ihrem Sohn nach Äthiopien zurückkehrte. Menelik sollte später der erste Kaiser des Landes werden. Bemerkenswerterweise lieferte eine genetische Studie aus dem Jahr 2012 Hinweise, die dieser Erzählung Glaubwürdigkeit verleihen. Die Untersuchung fand genetische Spuren einer Vermischung zwischen Äthiopiern und Menschen ägyptischer, israelischer oder syrischer Herkunft, etwa vor 3000 Jahren. Dieser Zeitraum deckt sich genau mit der vermuteten Regentschaft der Königin von Saba. Trotz dieser faszinierenden Details und des reichen Erbes, das in der äthiopischen Bibel steckt, gehört sie nicht zur offiziellen Sammlung der Schriften, die von den meisten christlichen Kirchen verwendet wird. Diese Ausgrenzung ist umso erstaunlicher, als selbst viele Gläubige kaum etwas über die äthiopische Bibel wissen. Das wirft eine wichtige Frage auf. Warum wurde dieser einzigartige und historisch bedeutsame Text an den Rand gedrängt? Um dieses Rätsel zu lösen, müssen wir eine Reise durch die Zeit antreten und uns mit der historischen Entwicklung des christlichen Kanons beschäftigen. Im nächsten Abschnitt werden wir die möglichen Gründe für die Ausgrenzung der äthiopischen Bibel beleuchten und so ein tieferes Verständnis für die komplexen Kräfte gewinnen, die die religiösen Texte im Laufe der Geschichte geprägt haben. Wie die Bibel zu einem Buch wurde. Die Bibel, die wir heute in den Händen halten, war nicht immer ein einheitliches Werk. Jahrhundertelang existierten die Schriften in einer eher fließenden Form. Unterschiedliche Versionen kursierten in verschiedenen Regionen. Diese Abweichungen hatten mehrere Ursachen: die ursprünglichen Sprachen, unterschiedliche Interpretationen und sogar das Hinzufügen nicht autorisierter Texte. Die ältesten biblischen Schriften wurden auf Hebräisch verfasst, der Sprache des antiken Israels. Ein entscheidender Wendepunkt kam mit dem Werk des heiligen Hieronymus, eines hoch angesehenen Gelehrten. Er übernahm die gewaltige Aufgabe, die hebräischen Schriften ins Lateinische zu übersetzen, die damals weit verbreitete Sprache im Römischen Reich. Diese monumentale Übersetzung, bekannt als die Vulgata, wurde zur maßgeblichen lateinischen Bibel und legte den Grundstein für alle späteren Übersetzungen. Die Vulgata umfasste 27 Bücher über das Leben und die Lehren Jesu und seiner Jünger, sowie 39 Bücher, die die Geschichte der Israeliten und ihren Glauben schildern. Wichtig ist, zu dieser Zeit wurde die gesamte Sammlung noch als hebräische Bibel bezeichnet. Doch neben diesen Kerntexten tauchte eine neue Herausforderung auf. In den ersten Jahrhunderten des Christentums entstand eine Flut von Schriften über Jesus und seine Lehren. Manche davon boten echte Einsichten, andere waren erfundene Geschichten, die den Kern der Botschaft ausschmückten oder davon abwichen. Da es damals keine schnelle Kommunikation und erst recht kein Internet gab, konnten diese ungesicherten Texte leicht ein großes Publikum erreichen und Verwirrung stiften. Besorgt über die Verbreitung unzuverlässiger Schriften handelten die frühen Kirchenführer entschlossen. Bedeutende Konzilien wie das Konzil von Nicäa im Jahr 325 und das erste Konzil von Konstantinopel 381 brachten führende Persönlichkeiten zusammen, um eine verbindliche Sammlung der Schriften festzulegen. Es ging nicht einfach darum, die spannendsten Geschichten auszuwählen.
Die Teilnehmer prüften jeden Text nach klaren Kriterien. Er musste einem der Jünger Jesu oder einem Augenzeugen seines Wirkens zugeschrieben werden, im 1. Jahrhundert entstanden sein und inhaltlich mit den bereits anerkannten Schriften übereinstimmen. Durch diesen sorgfältigen Auswahlprozess entstand der offizielle Kanon des Neuen Testaments, die Trennung zwischen göttlich inspirierten Schriften und der Vielzahl ungesicherter Berichte. Die King James Bibel versus der äthiopische Kanon. Die Welt der biblischen Texte entwickelte sich auch nach der Festlegung des Neuen Testaments weiter. Meinungsverschiedenheiten über die Aufnahme bestimmter Schriften blieben bestehen. Diese Unterschiede bereiteten König Jakob I. von England große Sorgen. Nach seiner Thronbesteigung im Jahr 1603 wuchs die Unruhe über die vielen verschiedenen Bibelübersetzungen im 17. Jahrhundert. Sie gefährdeten die religiöse Einheit in seinem Reich. König Jakob wollte eine neue englische Übersetzung schaffen, die nicht nur die religiösen Gräben überbrücken, sondern auch seine Stellung als von Gott eingesetzter Herrscher festigen sollte. Auf Bitten einiger Geistlicher, die bestehende Übersetzungen für fehlerhaft hielten, startete er 1604 ein ehrgeiziges Projekt. Er beauftragte 47 Gelehrte, aufgeteilt in 6 Komitees, alle vorhandenen Übersetzungen sowie die originalen hebräischen und griechischen Texte gründlich zu prüfen. Die Wissenschaftler arbeiteten nach strengen Richtlinien, um persönliche Vorurteile zu vermeiden. 7 Jahre lang widmeten sie sich hingebungsvoll ihren jeweiligen Abschnitten. Als das fertige Werk König Jakob und seinen Beratern vorgelegt wurde, waren sie beeindruckt von der erstaunlichen Übereinstimmung der Übersetzungen, trotz der räumlichen Trennung der Gelehrten. Sie sahen darin göttliche Führung und gaben die neue Bibel 1611 offiziell frei, die King James Bibel. Dank der Fortschritte im Buchdruck wurde diese Ausgabe eine der am weitesten verbreiteten Bibeln ihrer Zeit. Doch auch die King James Bibel traf, wie ihre Vorgänger, redaktionelle Entscheidungen über Aufnahme und Ausschluss bestimmter Texte. Sie sahen darin göttliche Führung und gaben die neue Bibel 1611 offiziell frei, die King James Bibel. Dank der Fortschritte im Buchdruck wurde diese Ausgabe eine der am weitesten verbreiteten Bibeln ihrer Zeit. Doch auch die King James Bibel traf, wie ihre Vorgänger, redaktionelle Entscheidungen über Aufnahme und Ausschluss bestimmter Texte. Sie sahen darin göttliche Führung und gaben die neue Bibel 1611 offiziell frei, die King James Bibel. Dank der Fortschritte im Buchdruck wurde diese Ausgabe eine der am weitesten verbreiteten Bibeln ihrer Zeit. Doch auch die King James Bibel traf, wie ihre Vorgänger, redaktionelle Entscheidungen über Aufnahme und Ausschluss bestimmter Texte. Diese Entscheidungen, beeinflusst von den damaligen theologischen Ansichten, führten zu einer Bibel, die sich deutlich vom Kanon der äthiopisch-orthodoxen Kirche unterscheidet. Die äthiopische Bibel bewahrt nämlich eine deutlich breitere Auswahl an Schriften als ihre westlichen Gegenstücke. Dieser Unterschied spiegelt die einzigartige historische und theologische Entwicklung der äthiopischen Kirche wider. Das Verständnis dieser Unterschiede gibt uns wertvolle Einblicke in die Vielfalt der Interpretationen und Glaubenspraxis innerhalb des Christentums. Warum die äthiopische Bibel im Christentum eine Sonderstellung einnimmt. Nachdem wir die Entwicklung der Bibel betrachtet haben, wollen wir nun genauer untersuchen, warum die äthiopische Bibel eine so einzigartige Position innerhalb der christlichen Welt einnimmt. Der Hauptgrund liegt in der Aufnahme zusätzlicher Bücher, die in den Kanones der meisten anderen christlichen Konfessionen nicht enthalten sind. Diese zusätzlichen Texte werden oft als Pseudeepigraphen bezeichnet, ein Begriff, der wörtlich falsche Schriften bedeutet. Damit sind Werke gemeint, die biblischen Gestalten oder hochverehrten Personen zugeschrieben werden, deren tatsächliche Autorschaft jedoch unsicher oder eindeutig falsch ist. Es handelt sich also um Geschichten, die im Stil einer berühmten Person verfasst wurden, aber nicht wirklich von ihr stammen. Die Frage, welche Schriften göttlich inspiriert sind, war im Laufe der christlichen Geschichte immer wieder Gegenstand intensiver Debatten und sorgfältiger Prüfungen. Frühe Kirchenkonzilien wie jene in Nicäa und Konstantinopel spielten eine entscheidende Rolle bei der Festlegung eines Kernbestands an Texten, die als authentisch und göttlich inspiriert galten. Diese Texte bildeten den offiziellen Kanon und wurden als getreue Wiedergabe der Lehren Jesu und seiner Jünger betrachtet. Werke hingegen, denen es an historischer oder theologischer Glaubwürdigkeit mangelte oder die mit der etablierten Lehre unvereinbar waren, wurden ausgeschlossen.
Die äthiopische Kirche jedoch entwickelte ihren eigenen Kanon, der diese zusätzlichen Bücher neben denen von den meisten anderen christlichen Traditionen anerkannten Kerntexten enthält. Diese Texte bildeten den offiziellen Kanon und wurden als getreue Wiedergabe der Lehren Jesu und seiner Jünger betrachtet. Werke hingegen, denen es an historischer oder theologischer Glaubwürdigkeit mangelte oder die mit der etablierten Lehre unvereinbar waren, wurden ausgeschlossen. Die äthiopische Kirche jedoch entwickelte ihren eigenen Kanon, der diese zusätzlichen Bücher neben den von den meisten anderen christlichen Traditionen anerkannten Kerntexten enthält. Man sollte dabei keine vorschnellen Verallgemeinerungen über die Motive für den Ausschluss bestimmter Texte treffen. Es ging nicht einfach darum, böse Schriften auszusortieren. Der Prozess beruhte auf sorgfältiger Prüfung von historischem Kontext, Autorschaft und theologischer Übereinstimmung mit den zentralen Glaubensüberzeugungen des Christentums. Stellt euch vor, man würde ein Buch entdecken, das behauptet, George Washington habe die Monarchie befürwortet. Ein solcher Text würde trotz seines Alters wahrscheinlich als historisch unzutreffend abgetan werden. Ähnlich prüften die frühen christlichen Gelehrten die vorgeschlagenen Schriften genau, um sicherzustellen, dass sie mit der etablierten Lehre im Einklang standen. Die Aufnahme dieser zusätzlichen Texte in die äthiopische Bibel spiegelt die einzigartige historische und theologische Entwicklung der äthiopischen Kirche wider. Auch wenn diese Unterschiede bisweilen Verwirrung stiften mögen, bieten sie zugleich ein faszinierendes Fenster in die reiche Vielfalt christlicher Glaubensüberzeugungen und Praktiken auf der ganzen Welt. 1,2 Schrapido. Die komplexe Welt der äthiopischen Bibel. Die äthiopische Bibel unterscheidet sich nicht nur von ihren westlichen Gegenstücken, sondern besitzt auch in sich selbst eine bemerkenswerte Komplexität. Ein zentraler Aspekt ist ihr duales Kanonsystem, ein Konzept, das vielen zunächst fremd erscheinen mag. Ein Kanon ist eine festgelegte Sammlung von Schriften, die als göttlich inspiriert und für den Glauben maßgeblich gelten. Die äthiopische Bibel kennt zwei verschiedene Kanones, den weiteren und den engeren. Der weitere Kanon umfasst eine deutlich größere Anzahl von Texten als die Kanones der meisten anderen christlichen Konfessionen. Dazu gehören bedeutende Werke wie das Buch Henoch, das Buch der Jubiläen, die Makkabäerbücher, der Brief des Clemens und das Buch Baruch. Diese zusätzlichen Schriften haben in der äthiopischen Kirche einen hohen Stellenwert, obwohl sie in anderen christlichen Traditionen ausgeschlossen sind. Im Gegensatz dazu wurde der engere Kanon im 20. Jahrhundert unter Kaiser Haile Selassie eingeführt. Er reduzierte die Sammlung auf 72 Bücher. Die genauen Gründe für diese Entscheidung bleiben unklar und Spekulationen könnten zu Fehlinterpretationen führen. Möglicherweise wollte der Kaiser eine standardisierte Version schaffen, die sich stärker an die gängigen Entwicklungen innerhalb des Christentums anpasste. Die Existenz dieser beiden Kanones innerhalb der äthiopischen Bibel spiegelt die fortlaufende theologische Entwicklung der äthiopischen Kirche wider. Der weitere Kanon steht für einen offeneren, inklusiveren Ansatz, der zusätzliche Texte als wertvoll für die eigene Tradition betrachtet. Der engere Kanon hingegen deutet auf das Bestreben hin, eine größere Übereinstimmung mit den etablierten Kanones anderer christlicher Kirchen herzustellen. Der engere Kanon hingegen deutet auf das Bestreben hin, eine größere Übereinstimmung mit den etablierten Kanones anderer christlicher Kirchen herzustellen. Die Entscheidung, die Verbreitung des weiteren Kanons im 20. Jahrhundert einzuschränken, unterstreicht diese anhaltenden Diskussionen und Anpassungen innerhalb der äthiopischen Kirche. Die Existenz der äthiopischen Bibel mit ihren einzigartigen Kanons mindert keineswegs ihre Bedeutung. Im Gegenteil, sie gewährt uns einen faszinierenden Einblick in die Vielfalt der Interpretationen und Glaubenspraxen im Christentum und zeigt, wie sich der Glaube in verschiedenen Regionen und Kulturen entwickelt und angepasst hat. Die Entwicklung der äthiopischen Bibel. Die Geschichte der Bibel handelt nicht nur vom Text selbst, sondern auch vom fortlaufenden Prozess, der festlegt, welche Schriften als göttlich inspiriert und maßgeblich gelten. Dieser sogenannte Kanonisierungsprozess ist ein Merkmal vieler Religionen, auch des Christentums. Aus theologischen und historischen Gründen haben verschiedene Gruppen bestimmte Texte in ihre heiligen Schriften aufgenommen oder ausgeschlossen. Die Bibel, die uns heute am vertrautesten ist, durchlief ihre Kanonisierung vor allem im 4. und 5. Jahrhundert. Zu dieser Zeit hatte das Christentum in Äthiopien bereits einen ganz eigenen Weg eingeschlagen und entwickelte theologische Ansichten und Praktiken, die sich deutlich von denen in Europa und dem Mittelmeerraum unterschieden.
Diese Unterschiede prägen die Kirche bis heute. Während die äthiopische Bibel einen großen Kern an Schriften mit der katholischen und orthodoxen Bibel teilt, enthält sie zusätzliche alttestamentliche Texte. Diese Extrabücher entstanden wahrscheinlich in den letzten Jahrhunderten vor Christus und gehören somit zeitlich noch in den Rahmen des Alten Testaments. Die genaue Datierung dieser Texte ist unter Gelehrten nach wie vor umstritten. Darüber hinaus fügt die äthiopische Bibel, im Gegensatz zum Neuen Testament der meisten anderen christlichen Traditionen, nach den etablierten neutestamentlichen Schriften weitere Texte an. Diese ergänzenden Werke beschäftigen sich vor allem mit der Geschichte und der Struktur der äthiopischen Kirche und geben wertvolle Einblicke in die einzigartige Entwicklung des Christentums in Äthiopien. Und nun zu unserem heutigen Abonnententipp. In diesem faszinierenden Bild sehen wir einen Mann, der ein altes, wunderschön illustriertes Manuskript geöffnet hält. Die leuchtenden Farben und die filigranen Details der Seiten ziehen den Betrachter sofort in ihren Bann. Eine Seite zeigt eine atemberaubende Darstellung religiöser Figuren, umrahmt von prächtigen Bögen und reichen Ornamenten. Die anderen Seiten sind mit Zeilen in der alten Ge'ez-Schrift gefüllt, der Sprache, in der in Äthiopien religiöse Texte verfasst werden. Dieses Manuskript gilt als eine äthiopische Bibel, die verbotene Texte enthält, die in anderen Schriften fehlen. Der Priester, gekleidet in traditionelle weiße Gewänder und Kopfbedeckung, steht würdevoll da und gewährt uns einen Einblick in das tiefe spirituelle und kulturelle Erbe Äthiopiens. Welche anderen, weniger bekannten religiösen Texte wecken eure Neugier? Teilt eure Gedanken und diskutiert mit uns in den Kommentaren. Sprache, Tradition und Politik. Die Gründe für die Sonderstellung der äthiopischen Bibel im Christentum sind vielschichtig. Ein wichtiger Faktor für ihre relative Unbekanntheit außerhalb Äthiopiens ist die Sprachbarriere. Wie bereits erwähnt, ist sie in Ge'ez verfasst, einer alten äthiopischen Sprache, die außerhalb des Landes nur von sehr wenigen Menschen verstanden wird. Diese Sprachbarriere erschwert es Nicht-Muttersprachlern erheblich, die Inhalte zu erschließen. Hinzu kommt der Mangel an Übersetzungen in gängige Weltsprachen, der ihre Bekanntheit jenseits der äthiopischen Grenzen weiter einschränkt. Ein weiterer Grund sind die einzigartigen Bräuche und Traditionen, die mit der äthiopischen Bibel verbunden sind. Diese besonderen Praktiken unterscheiden sie deutlich von anderen christlichen Traditionen und haben ihre Akzeptanz und Anerkennung in der breiteren christlichen Welt zusätzlich erschwert. Ein weiterer Grund sind die einzigartigen Bräuche und Traditionen, die mit der äthiopischen Bibel verbunden sind. Diese besonderen Praktiken unterscheiden sie deutlich von anderen christlichen Traditionen und haben ihre Akzeptanz und Anerkennung in der breiteren christlichen Welt zusätzlich erschwert. Der dritte Grund ist kontroverser und liegt im Politischen begründet. In den Anfangsjahren des Christentums war der römische Kaiser vor allem daran interessiert, seine Macht zu festigen und weniger an spirituellem Wachstum. Schriften, die nicht zur gewünschten Erzählung passten, wurden daher aus dem Kanon ausgeschlossen. Der Bischof von Rom wies die Priester sogar an, nicht aufgenommene Rollen zu vernichten. Viele Priester jedoch, die den Wert dieser Texte erkannten, versteckten sie in Tongefäßen. Diese Rollen wurden in den 1940er Jahren in der Nähe des Toten Meeres wiederentdeckt. Diese Vorgänge erklären die Unterschiede zwischen der äthiopischen Bibel und den weit verbreiteten Versionen. Die äthiopische Bibel gilt vielfach als die vollständigere Fassung der Heiligen Schrift, während andere Versionen eher widerspiegeln, was die damaligen politischen Machthaber für akzeptabel hielten. In den letzten Jahren wächst das Interesse an der äthiopischen Bibel spürbar. Immer mehr Menschen möchten ihre einzigartigen Eigenschaften und die Wahrheiten, die sie birgt, besser verstehen. Äthiopische Kirchen unterstützen dieses Interesse, indem sie die Bibel in weitere Sprachen übersetzen und wissenschaftliche Studien fördern, um ihre Inhalte einem globalen Publikum zugänglich zu machen. Das Buch Henoch. Kommen wir nun zu einigen der faszinierenden zusätzlichen Texte in der äthiopischen Bibel. Eines der interessantesten ist das Buch Henoch. Traditionell wird es Henoch zugeschrieben, dem Urgroßvater Noahs. Das Buch bietet eine ganz eigene Perspektive auf verschiedene Themen. Es behandelt den Ursprung der Dämonen und der Nephilim, erforscht, warum einige Engel vom Himmel fielen und gibt sogar einen prophetischen Ausblick auf das 1000-jährige Reich des Messias. Es gibt 3 Bücher, die traditionell mit Henoch in Verbindung gebracht werden: das 1., 2. und 3. Buch Henoch.
Trotz ihres spannenden Inhalts werden keines dieser Bücher von den meisten jüdischen oder christlichen Konfessionen als kanonisch anerkannt. Die ältesten Teile des ersten Buchs Henoch werden von Wissenschaftlern auf etwa 300 bis 200 vor Christus datiert. Die ursprüngliche Sprache ist umstritten. Am wahrscheinlichsten sind Aramäisch und Hebräisch, die zu jener Zeit für frühjüdische Texte üblich waren. Manche Forscher vermuten, dass das Buch, ähnlich wie das Buch Daniel, sowohl aramäische als auch hebräische Abschnitte enthielt. Eine hebräische Fassung ist jedoch nicht erhalten geblieben. Die vollständige Form des Buchs Henoch existiert heute nur noch in seiner Ge'ez-Übersetzung, der alten äthiopischen Sprache. Während der Zeit des Zweiten Tempels war das Buch Henoch weit verbreitet, wie zahlreiche Fragmente unter den Schriftrollen vom Toten Meer belegen. Heute ist die einzige jüdische Gemeinschaft, die das Buch Henoch als kanonisch betrachtet, die äthiopische Beta-Israel-Gemeinde, auch bekannt als Falascha-Juden. Sie bewahren es in ihrer liturgischen Sprache Ge'ez und nutzen es zentral in ihren Gottesdiensten. Außerhalb dieser Gemeinschaft wurde das Buch Henoch sowohl aus dem Tanach als auch aus der Septuaginta ausgeschlossen und gehört daher nicht zu den Schriften, die heute als deuterokanonisch gelten. Mehrere Faktoren haben wahrscheinlich zu diesem Ausschluss aus dem jüdischen und christlichen Kanon beigetragen. Ein wichtiger Grund ist der Inhalt, der von manchen als unvereinbar mit den etablierten Lehren angesehen wird. So führt das Buch zum Beispiel den Engel Phanuel ein, eine Gestalt, die in anderen Schriften nicht vorkommt. Dieser Engel wacht über diejenigen, die Buße tun und ewiges Leben erhalten. Manche interpretieren Phanuel daher als Vorahnung auf Jesus Christus, zumal sein Name Gesicht Gottes bedeutet. Ein weiterer möglicher Grund liegt in der Textgestaltung. Frühe Abschnitte lehnen sich stark an die Tora an. Das erste Kapitel des ersten Buchs Henoch kann beispielsweise als Midrasch, also als interpretierender Kommentar, zu einer Stelle im Deuteronomium gelesen werden. Außerdem könnten die detaillierten Beschreibungen der gefallenen Engel als unvereinbar mit dem theologischen Rahmen des hebräischen Kanons empfunden worden sein. Das Buch der Jubiläen. Ein weiteres bedeutendes Buch in der äthiopischen Bibel ist das Buch der Jubiläen. Während die ostorthodoxen, katholischen und protestantischen Kirchen es zu den Schriften zählen, die fälschlicherweise einer verehrten Gestalt zugeschrieben werden, bietet sein Inhalt eine faszinierende Erweiterung der Erzählung aus dem Buch Genesis. Das Buch der Jubiläen schildert die Geschichte der Schöpfung und der frühen Tage Israels mit großer Ausführlichkeit und wendet sich dabei direkt an Mose. Es ist in Zeitabschnitte von je 9 und 40 Jahren gegliedert, die als Jubiläen bezeichnet werden. Vom Zeitpunkt der Schöpfung bis zu dem Moment, als Mose während des Exodus die Schrift auf dem Berg Sinai empfing, rechnet es 50 Jubiläen minus die 40 Jahre der Wüstenwanderung vor dem Einzug ins gelobte Land, insgesamt 410 Jahre. Das Buch der Jubiläen beschäftigt sich auch intensiv mit der Welt der Engel. Es beschreibt 4 Engelklassen: die Engel der Gegenwart, die Engel der Heiligung, Schutzengel und Engel, die über die Naturerscheinungen wachen. Interessanterweise schreibt es Henoch, dem Urgroßvater Noahs, zu, der erste Mensch gewesen zu sein, der von Engeln in der Kunst des Schreibens unterwiesen wurde. Mit diesem neu erworbenen Wissen soll Henoch astronomische Geheimnisse, chronologische Angaben und Informationen über verschiedene Zeitalter der Welt aufgezeichnet haben. Das Buch erzählt von der Erschaffung der Engel am ersten Schöpfungstag und von einer Gruppe gefallener Engel, die sich mit sterblichen Frauen verbanden und eine Rasse von Riesen hervorbrachten, die Nephilim, und ihre Nachkommen, die Eluden. Die äthiopische Version erklärt, dass diese Engel eigentlich die ungehorsamen Nachkommen Seths waren, während die sterblichen Frauen die Töchter Kains waren. Diese Mischwesen, die Nephilim, lebten zur Zeit Noahs und wurden schließlich durch die große Flut vernichtet. Das Buch berichtet weiter, dass Gott nach der Flut 10% der körperlosen Geister der Nephilim am Leben ließ, damit sie die Menschheit weiter in die Irre führen. Das Buch der Jubiläen behauptet außerdem, dass Hebräisch die Sprache des Himmels sei, die Sprache, die alle Wesen im Garten Eden sprachen. Tiere und Menschen kommunizierten auf Hebräisch, bis Adam und Eva vertrieben wurden. Danach verloren die Tiere die Fähigkeit zu sprechen. Nach der Flut wurde die Erde unter Noahs 3 Söhnen und seinen 16 Enkeln aufgeteilt. Die Zerstörung des Turms zu Babel zerstreute die Familien und Hebräisch geriet in Vergessenheit, bis Engel es Abraham wieder lehrten.
In Kapitel 4, Vers 1 bis 12 finden sich ungewöhnliche und kontroverse Details über die frühen Nachkommen Adams und Evas. Kain, der Sohn Adams und Evas, heiratete seine Schwester Awan und zeugte mit ihr einen Sohn namens Henoch. Auch Seth, ihr dritter Sohn, heiratete seine Schwester Asura. In Kapitel 6 stellt das Buch einen besonderen 364-Tage-Kalender vor, der in 4 Viertel zu je 13 Wochen unterteilt ist. Dies steht im Gegensatz zum traditionellen Mondkalender mit 12 Monaten, der nach Ansicht des Buches jedes Jahr um 10 Tage abweicht. Um die Rechnung aufrechtzuerhalten, wird ein doppelter Sabbat im Jahr nur als ein einziger Tag gezählt. Obwohl das Buch der Jubiläen aus den meisten christlichen Kanones ausgeschlossen wurde, scheint es auf einige frühe christliche Schriftsteller Einfluss gehabt zu haben. Anspielungen und Bezüge finden sich in den Werken mancher Kirchenväter. Interessanterweise enthält es eine der frühesten schriftlichen Erwähnungen der Vorstellung, dass Gott das Gesetz Mose durch einen Engel als Vermittler übergab. Ein Gedanke, der auch im Neuen Testament im Galaterbrief anklingt. Es gibt noch mehrere weitere Bücher, die nur in der äthiopischen Bibel zu finden sind. Was wir bisher besprochen haben, zeigt jedoch bereits deutlich, wie sehr sich die äthiopische Bibel von den allgemein bekannten Versionen unterscheidet. Die äthiopische Bibel ist nicht einfach nur eine alternative Heilige Schrift. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil des religiösen und kulturellen Erbes Äthiopiens. Sie gewährt tiefe Einblicke in die reiche Vielfalt des äthiopischen Christentums. Ihre Bedeutung zeigt sich darin, dass sie über viele Jahrhunderte hinweg trotz geopolitischer Veränderungen, religiöser Debatten und kultureller Umbrüche überlebt hat. Damit ist sie für Wissenschaftler und alle, die sich für das weltweite Christentum interessieren, von unschätzbarem Wert. Trotz ihres umstrittenen kanonischen Status und ihrer historischen Unbekanntheit zieht die äthiopische Bibel weiterhin Theologen, Historiker und Gläubige aus der ganzen Welt in ihren Bann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß! Klickt auf eine der Karten auf dem Bildschirm, um ein weiteres Video anzusehen. Vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren.